Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder. In den Kommentaren wurde ich gebeten, einen armen Bezirk in Irkutsk zu zeigen. Und das mache ich heute gerne. Dieser Bezirk heißt Рабочие. Übersetzen kann man das als Arbeiterbezirk. Unser Spaziergang beginnt heute bei der Kasana Kirche, eine sehr schöne Kirche. Diese Kirche ist echt beeindruckend. Ich sehe hier auch einige Touristen aus China. Ich gehe da rein, aber nicht in die Kirche selbst. Nur hier auf dem Gelände zeige ich euch, wie die Kirche aussieht. Bleibt gerne dran. Die Kirche selbst ist sehr beeindruckend. Besonders schön sieht sie am Abend aus, wenn die Beleuchtung angemacht ist. Bei dem Eingang stehen zwei Engel. Sehr schön. Ein Gottesdienst läuft. Ich gehe da nicht rein. Bleibe hier draußen. Zeige euch kurz, wie das Gelände hier aussieht und dann laufe ich weiter. Schön. Ruhig ist hier. Abseits von der Stadthektik. Diese Kirche ist unbedingt besuchenswert. Sie ist eine echte Sehenswürdigkeit in Irkutsk. Leider scheint die Sonne in die Kamera, aber ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. So. Bleibt gerne dran. Ach ja, hier gibt es noch einen Brunnen. Ich habe ihn zuerst übersehen. Das ist ein Untersuchungsgefängnis. Dieser Bezirk Рабочие ist damit bekannt, dass hier noch viele Holzhäuser stehen und einige Menschen wohnen immer noch in zweistöckigen Holzhäusern. Sie haben die Toilette draußen, sowie müssen Wasser auch von der Wasserleitung holen. Vermutlich haben einige Wohnungen doch eine zentrale Wasserleitung. Das weiß ich nicht genau. Hier auf dem Weg sehe ich ein sehr schönes historisches Gebäude mit einem Erker da drüben. Das ist so wie ein Balkon. Ja. Schöne Holzarchitektur. Da vorne steht das Untersuchungsgefängnis. Und in diesen Holzhäusern wohnen immer noch die Menschen. Der Nachteil, die Häuser liegen direkt auf der Straße. Zu viel Staub, zu viel Lärm. Ungemütlich meiner Meinung nach. Und hier kann man eine schöne Perspektive bekommen auf die Kasana Kirche. Ich weiß nicht, warum diese Kirche den Namen Kasana Kirche hat. Ich bin kein Gläubiger. Solche Fragen interessieren mich nicht.
Aber so, von hier aus kann man ein schönes Bild machen. Ja, hier im Bezirk Raboče lebt man in einem Familienhaus, in einem Holzhaus. Das ist vorteilhaft. Und dabei direkt in der Stadt Irkutsk. Und dadurch pendelt die Straßenbahnlinie 4. Später zeige ich euch die Straßenbahnen. Ich fahre damit gerade zurück bis zum Zentralmarkt. Ich gehe jetzt so hier durch die Straße und verspüre hier so eine interessante Atmosphäre. Als wäre ich in einem Dorf, aber bin trotzdem in der Stadt. Diese Häuser sind auch nicht billig, wenn überhaupt verkauft. Viele Menschen bleiben hier doch im Familienhaus, wohnen wollen sie nicht verkaufen. Ein Familienhaus ist immer besser als eine Wohnung. Nettes Häuschen. Das ist die Straßenbahnlinie 4. Fährt in Richtung Zentralmarkt. Bekannt ist dieser Bezirk Raboče damit, dass es hier 2 richtige Gefängnisse gibt, sowie ein Untersuchungsgefängnis. Und da vorne mit blauem Dach, das ist ein Gefängnis. Noch eine Straße mit vielen Häusern. Und da hinten, hinter den Häusern, liegt das Gefängnis. Man erkennt es sofort an dem Stacheldraht. Noch einige Holzhäuser, wie in einem Dorf. Etwa vor 30 Jahren war dieser Bezirk sehr kriminell. Es lebten hier sehr viele Drogensüchtige. Aber jetzt nicht mehr. Einige Generationen haben gewechselt. Alte Holzhäuser, besonders zweistöckige, werden abgerissen und an ihrer Stelle werden moderne Hochhäuser aufgebaut. Und von den beiden Gefängnissen, die hier gelegen sind, ist eines für die ehemaligen Militärs und Polizisten vorgesehen. Da kommt noch eine Straßenbahn, Linie 4. Und es gibt noch die Linie 4a, die fährt bis zum Hauptbahnhof, aber die pendelt sehr selten. Auf meinem Weg steht so ein nettes Holzhäuschen. Man sieht, dass es frisch gestrichen ist. Jedes Mal, wenn ich an diesem Haus vorbeigehe, dann sehe ich, dass dieses Haus immer gepflegt wird. Jedes Jahr sieht es wie neu gestrichen aus. Schön. Diese Familienhäuser werden nicht abgerissen, die sind im Eigentum, aber die zweistöckigen, die zeige ich euch weiter, die werden abgerissen. Da vorne kann man auch ein Hochhaus sehen. Viele Holzhäuser sehen hier verfallen aus. Die Menschen sind hier nicht reich, ich würde sogar sagen ziemlich arm. Die Renovierung kostet Geld. Manchmal verkleidet man das Haus einfach so, damit es von außen gut aussieht. Irkutsk ist die Stadt der Kontraste. Herzlich willkommen. Da kommt noch eine Straßenbahn.
Hier gibt es sogar einen Kindergarten, sehr modern. Man sieht, es wurde erst vor kurzem gebaut, vor ein paar Jahren. Das gilt als neu. Schön. Solche zweistöckige Holzhäuser werden abgerissen und an ihrer Stelle werden die neuen Hochhäuser aufgebaut. Diese Häuser sind wirklich alt, gehören schon zum Abreißen. Das sind keine Wohnhäuser mehr, das sind Baracken. Noch ein paar Aufnahmen der zweistöckigen Holzhäuser, die bald abgerissen sein werden. Und hier sehe ich, es wurde hier eines abgerissen. Die Stelle ist leer, frei. Vermutlich wird hier was Neues aufgebaut sein. Meistens kaufen die Baufirmen das Grundstück und reißen das alte Haus ab, aber verpflichten sich dabei, den Einwohnern eine andere Unterkunft zu gewähren. Also, liebe Freunde, ich mache jetzt allmählich Schluss mit meinem Spaziergang im Bezirk Rabotscheye. Diese Straße heißt Sludjanskaja. Sludjanka, das ist der Ort am Baikalsee, wo ich bald hinfahren will. Hier stehen auch viele zweistöckige Holzhäuser. Ich laufe jetzt zur Bushaltestelle, nehme die Straßenbahn und fahre bis zum Zentralmarkt. Schaut euch bitte dieses Video bis zum Ende an. Es herrscht hier viel Lärm. Ich zeige euch meine Straßenbahnfahrt aus dem Fenster. Hoffentlich habt ihr was Neues gesehen. Diesen Bezirk will ich natürlich zum Wohnen nicht empfehlen. Mein Favorit ist der Bezirk Solnitschny, wo die Reichen wohnen. Also, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.